Hallo und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Quellweisheit, dem Podcast für deine spirituelle Meisterschaft. Ich bin Marlene Katharina und gebe dir Quellbotschaften aus dem höchsten Bewusstsein durch, die auf tiefsten Ebenen wirken. Denn es ist eine Schwingungsübertragung, die stattfindet und dich daran erinnert, was du wirklich bist. Wir freuen uns so sehr, heute hier mit dir, mit euch zusammen zu sein und euch aus dem höchsten Bewusstsein das durchzugeben, worauf ihr wartet, das durchzugeben, das in euch resoniert, das aus euch spricht und aus euch hervorbricht. Zunächst einmal sprechen wir von dem, was du bist, was jeder für sich ist. Die reine Göttlichkeit, die reine Schönheit, die reine Entfaltung des reinen Seins, die Liebe, die sich nicht bremsen, nicht begrenzen lässt. Wir sprechen von dem, was du bist, in der Essenz, die sich in Form gebracht hat, die dich in Form gebracht hat. Wir sprechen von dir, der Formlosigkeit, der Essenz, die sich in der Form weiß, jedoch nicht nur in der Form befindet, sich sowohl in der Form als auch in der Formlosigkeit befindet, sich primär für dich wahrnehmbar in deiner Form befindet, wenngleich in jeder Form sich befindet. Wir sprechen also von deinem vollkommenen Sein, von deinem Vollkommensein, von deinem Liebesein, von deinem Göttlichsein, von deinem Gottsein. Dieses dein Gottsein, dieses dein alles, was ist, Sein und dich konkret sein, erlaubt dir, in jedem Moment voller Freude, in tiefem Frieden zu sein. Manches Mal magst du fühlen, dass eben nicht diese Freude da ist, eben nicht dieser Frieden da ist, eben nicht deine Energie frei fließt. Du magst fühlen, dass du blockiert bist, dass du emotional gebunden bist, dass du wie durch andere Energien hindurch fühlst, dass du dich selbst verdichtet hast und somit Enge, wir könnten auch sagen Angst, deinen Ausdruck bestimmt, dein Fühlen dominiert. Die Frage, die sich dir und euch stellt, ist, ob ihr vermögt, selbst eure Energie zu bereinigen, euer Feld zu erneuern, zu rekalibrieren und euch selbst in eurer Essenz, eurem Göttlichsein wieder vollkommen zu spüren, zu erlauben, wahrzunehmen und unverwässert zu sein. Und unsere Antwort hier ist ja. Ja. Und nochmals ja. Du kannst, ihr könnt euch selbst in eurer Energie nicht nur bestärken, sondern auch zurückholen. Aus eurer Energie heraus, euch in eure Energie hinein, zurück erlauben. Eure Energie steht euch stets und immer zur Verfügung. Anders als der Verstand es denken mag, wird eure Energie nicht verdrängt durch andere Energien. Sie verblasst nur ein wenig, ist nicht mehr gar so sichtbar, so fühlbar. Sie ist immer da, immer zugänglich. Verdrängt ihr sie jedoch aus eurem Wahrnehmungsfeld, verdrängt ihr sie aus eurem Bewusstsein, so ist sie nicht fühlbar, scheinbar nicht existent und wird nicht für Entscheidungen und für das Fühlen eurer selbst verwendet. Dies sollte dich und euch jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Energie stets da ist. Deine Energie, dein Sein, deine Frequenz, dein gewähltes, individuell Sein ist stets und ständig mit dir, solange du in diese Form fokussiert auf Erden lebst.
in dieser Form befindlich und darüber hinaus doch mit dieser Form und durch diese Form erlebend auf Erden bist. Deine Energie lässt sich nicht von dir trennen. Deine Energie ist das, was du Seele nennen kannst. Es ist der göttliche Funke, den du in diesen Körper, in diese Inkarnation, in dieses Dein auf Erden mit einem Körper sein, hinein erlaubt hast. Und dieser ganz besondere göttliche Funke wird mehr oder minder erlaubt durch dich, durch euch, wird mehr oder minder genährt durch dich, durch euch, wird mehr oder minder immer wieder bestärkt in seinem Sein und nicht verdunkelt, gedeckelt und weggeblendet durch dieses, durch jenes, durch diese Energien, durch jene Energien. Wir sprechen hier nicht von schwarzen und lichten Energien. Wir sprechen hier nicht von guten und bösen Energien. Wir sprechen von Energien, die anders sind als deine Seelenenergie, deine Seelenschwingung. Es geht also nicht darum, bestimmte Schwingungen zu dir zu ziehen von anderen und andere Schwingungen abzuwenden von anderen. Es geht stets und ständig darum, dich selbst zu entfalten, deine Seelenfrequenz zu erlauben, zu nähren und somit zu stärken. Wir laden dich und euch also dazu ein, über die Wertung der Energien hinauszugehen, die euch im Außen zur Verfügung stehen. Wenn ihr jedoch fühlt, dass etwas in eurem Feld besonders viel Freude bereitet, so könnt ihr euch darauf einlassen, ohne euch selbst damit zu verwechseln. Das sich einlassen auf bestimmte Energien, das sich einlassen auf bestimmte Geschichten, das sich einlassen auf anderes Empfinden, auf Beschreibungen des Lebens, auf Frequenzen des Lebens, auf Erfahrungen anderer. Das sich einlassen auf das von anderen ist ein Geschenk, das euch ermöglicht zu fühlen, in welcher Vielfalt das Leben sein kann, die Realitäten geformt und kreiert werden können, das Leben empfunden werden kann. Es ist ein sich einlassen auf die Farbpracht des Lebens, auf die Vielfalt des Erlebens. Lässt du dich auf diese Vielfalt ein, so brauchst du nicht an einer einzigen Farbe, einem einzigen Aspekt dieser Vielfalt festzuhalten, denn du weißt, sie steht dir zur Verfügung. Du musst sie nicht einsortieren in dein Energiefeld, musst ihr keine Heimat geben, musst sie nicht bekräftigen, bestärken oder entkräftigen, schwächen. Du darfst sie sein lassen. Dies ist eine der wohl höchsten Künste des Menschseins. Energien, Erfahrungen, Erlebnisse zu erlauben, ohne diese zu werten, ohne diese zum eigenen primären Erfahren und Erleben zu machen, ohne diese Energien aufzunehmen, um sich besser einzufügen, besser dem anderen in seinem Energiefeld zu dienen, mit ihm auf gleicher oder ähnlicher Energieebene zu interagieren, zu kommunizieren.
das darüber hinausgehen und erlauben der anderen Schwingungsfrequenzen, ohne diese zur eigenen zu machen, ohne diese in den Körper aufzunehmen, sie jedoch zu fühlen als Angebot, als Wellen, die den Körper berühren, durch ihn hindurchgehen, ihn jedoch nicht beeinflussen, nicht in Frage stellen, nicht in der Frequenzwahl ändern. Dies durchzulassen, ohne es haften zu lassen, dies sein zu lassen, dies anzuerkennen, zu erlauben, im darüber hinausgehen, ist von unendlichem Wert und bedarf der Übung, des damit Spielens, was manchmal von Gelingen gekrönt ist und manches Mal doch dazu führt, dass du dich in einem anderen energetischen Zustand befindest, deine Seelenfrequenz, dein natürliches, lichtvolles Sein nicht mehr wiederfindest, dich nicht so fühlst, wie du dich fühlen könntest und weißt, dass du dich fühlen würdest. Dieses Spielen erlaubt dir, dich selbst mehr zu fühlen und zu erkennen, dass du vieles, oh so vieles fühlen kannst, dass es möglich ist, mehr zu erleben als das, was du mit deiner ganz eigenen Frequenz erlebst, erleben kannst, erleben würdest und wählst zu erleben, dass du weit mehr als das erleben kannst, ohne es zu deiner Realität machen zu müssen, zugleich es jedoch zu deiner Realität machen kannst. Viele Menschen haben gewählt, anderer Menschen Leid auf sich zu nehmen, zu ihrem Leid zu machen. Geteiltes Leid ist hier nicht halbes Leid. Geteiltes Leid ist vervielfachtes Leid. Wir regen dich und euch also dazu an, kein Leid auf euch zu nehmen, in euch aufzunehmen. Wir regen dich und euch dazu an, über jedes Leiden hinauszugehen und den Frieden, die Liebe, die Glückseligkeit in euch zu spüren. Leiden kommt von Widerstand, von, wie wir sagen würden, Undankbarkeit. Das Leiden erkennt nicht, dass alles für dich geschieht und dass jedes Geschehen ein Erleben einer Facette der Farbpalette ist. Das Leiden sträubt sich gegen dieses Erleben, sucht einen Sinn und findet ihn nicht, geht in den Widerstand. Das Leiden ist nicht im Frieden und ist somit automatisch eine Verdichtung deiner Essenzfrequenz, eine Verwässerung, eine Verformung, ein dichterer Ausdruck von dem, was du wirklich bist. Dich also dann wieder zu fühlen, bedeutet, diese Verdichtung sein zu lassen und sie aus deinem System herauszuspülen. Das Seinlassen allein würde genügen. Durch die Verdichtung, durch das in dir Absetzen, in dir Einnisten dieser Verdichtungsformen jedoch ist dieses Leiden bereits in dich hineinprogrammiert. Es hat einen Platz bekommen, ein Zuhause in dir. Willst du es wieder aus dir herauslösen, so ist es wichtig, ihm ein neues Zuhause zu geben. Nicht
aus dem Widerstand heraus, nicht aus dem energischen Ich will dich nicht, deswegen gehe heraus, obgleich dies eine Praxis ist, die auch Erleichterung verschafft. Nein, aus dem höchsten Bewusstsein heraus bist du angeregt, all diese Energien liebevoll, liebevoll in dir zusammenzurufen, in dir zusammenzusprudeln, zusammenzufegen mit dem Lichtwerkzeug, dem Lichtkehrbesen, welchen du in dir fühlst, den Lichtspiralen, sprudelnden Blasen, dem Licht als Strahlen, so wie du es fühlst. Du bist eingeladen, all diese in dir ein Zuhause gefunden habenden Energien zusammenzurufen, zusammenzubringen, zusammenzufegen, zusammenzukehren mit deinem Lichtwerkzeug und ihnen ein neues Zuhause zu eröffnen. Dieses neue Zuhause befindet sich im höchsten Sein. Leitest du also diese Energien zurück in ihr höchstes Sein, das höchste Bewusstsein, so lösen sie sich auf in ihrer Verhärtung, sind frei, befreit und Glückseligkeit. Denn auch für diese Energien ist es Leiden, sich auf diese Weise zu zeigen. Neutral gesprochen ist dies weder positiv noch negativ. Es ist die Wahl, in die Verdichtung zu gehen. Und doch das Auflösen dieser Verdichtung löst, befreit und geht in die Ausdehnung, welches jeder Form Freude gibt. Es liegt auch tiefe Freude in jeder Form, wie du weißt, da du in einem Körper bist, wie ihr wisst, da ihr das menschliche Inkarniertsein genießt. Es liegt die Gabe des Empfindens darin. Und so gibt es viele Energien, die ganz selbstverständlich auf Erden ihr Wesen treiben und nicht danach streben, ins Licht gebracht zu werden. Eröffnest du den Energien jedoch den Weg ins Licht, so wehren sie sich nicht. Je mehr du den Wert davon fühlst, kennst und erkennst, desto vertrauender, desto sich hingebender, desto erlaubender sind diese Verdichtungen in deinem, ihnen den Weg ins Licht zeigen. Wann immer du dich belagert fühlst, überlagert fühlst von äußeren Energien, negativen Energien, beeinträchtigt fühlst, setze dich aufrecht hin. Fühle deine Fußsohlen am Boden. Fühle dich verwurzelt, ganz in der Liebe und dem Einklang mit Mutter Erde, nach oben hin ausgerichtet, deine Krone gen Himmel, vereint mit dem höchsten Sein. Fühle die Freiheit deines Wirbelkanals, fühle den Strom deiner Energie, die gelöste Bauchdecke. Atme frei, fühle dich in deinem physischen Sein. Konzentriere dich auf all das, was sich dir zeigt. In erster Linie jedoch fühle die Liebe, die du bist, und nimm das Licht wahr,
was dir zur Verfügung ist. In diesem aufgerichteten, ausgerichteten, geerdeten, gehimmelten Zustand magst du dann das gleißend weiße Licht durch dich hindurch scannen lassen, durch dich hindurch sprudeln lassen, für dich in dir kehren lassen. Du magst dieses göttlich gleißend weiße Licht dich reinigen, nicht von Bösem, nein, von den Verdichtungen, die deiner Ursprungsfrequenz nicht entsprechen, von Verdichtungen, die abweichen von deiner natürlichen Essenzfrequenz. Du brauchst diese Verdichtungen nicht zu werten, brauchst die Schleier dieser Energien nicht auf irgendeine Weise zu bekämpfen. Du darfst erlauben, dass du gereinigt wirst mit sprudelnden Blasen von Licht, mit gleißenden Strahlen des Lichts, mit der göttlichen Präsenz, die um dich ist, dich erfüllt und du ist. Du fühlst die göttliche Präsenz, dich umgeben, sitzt in der göttlichen Präsenz. Fühlst dich von hinten, von vorne, von rechts, von links, von oben, von unten, geschützt, behütet, umgeben von der Göttlichkeit, dem ewigen Leben, deinem Sein jenseits von Form. Fühlst zugleich deine Form, ohne sie fühlen zu müssen. Du weißt sie, fühlst sie, erlaubst sie, reinigst sie und bist in der Wahrnehmung deiner Glückseligkeit. Wenn du dies praktizierst, und wir empfehlen es mindestens einmal täglich, im Idealfall jedoch öfter und ganz besonders dann, wenn du dich belagert oder nicht wohlfühlst, zu praktizieren. Wenn du dies übst, so magst du anfänglich oder zu Beginn der Übung fühlen, dass sich nichts tut, du die Liebe nicht fühlst, du dich nicht fühlst, du die Reinigung nicht fühlst. Lasse dich noch tiefer in solchen Momenten auf den Prozess ein. Lasse dich noch tiefer auf das Erlauben des Lösens ein. Fühle die göttliche Präsenz um dich herum, dich nicht nur umgebend, nein, dich auch seiend. Fühle dich in dieser göttlichen Präsenz, deiner göttlichen Präsenz. Fühle, wie innerlich und auf subtiler Ebene dein Energiefeld Schicht um Schicht erhellt wird, Stück um Stück bereinigt wird, wie ein Nebel gelöst wird, wie eine graue Masse zusammengefegt wird, wie Verdichtungen, Verhärtungen sich lösen und über deinen Scheitel, dein Kronenchakra,
in einem säulenartigen, aufstrebenden Lichtkegel ins reine Sein ausgespült werden, kilometerweit, unendlich weit nach oben, ins höchste Bewusstsein sich lösend, befreit. Wieder das, was es immer war und immer ist. Reine Liebe, reines Licht, vollkommene Göttlichkeit. Manches Mal magst du dich zu müde fühlen für diese Übung und du wirst dich ruhen legen, schlafen legen, um danach den Reinigungsprozess anzugehen. Es mag sein, dass du auf Traumebene dies oder das noch einmal durchlebst, dass du im ruhenden oder schlafenden Zustand das erlebst, was du aus dir herauslösen möchtest, was in dir sein Zuhause gefunden hatte. Es mag sein, dass du noch nicht bereit bist, ihm liebevoll ein neues Zuhause zu geben und daher noch einmal diese Energien in dir fühlst und wirken lässt. All das ist Teil der Annahme und aus höchster Perspektive vollkommen in Ordnung. Werte es nicht. Erlaube dir das, wonach du dich fühlst, und erinnere dich daran, in welchem Moment du die Reinigung vollziehst. Erinnere dich daran, es nicht aufzuschieben. Erinnere dich daran, dass es eine Möglichkeit für jeden Moment ist und dass es sich besonders gut macht, bevor du in etwas Neues hineingehst, dass es sich besonders anbietet, gar danach verlangt, dass du es tust, bevor du neue Energiefelder betrittst oder dich ihnen öffnest. Reinige dein Feld und du bist in der Kraft deiner selbst, energetisiert, nicht von außen, nicht geboostet, nein, erlaubt in deiner Seinspräsenz, in deiner sprudelnden Kraft, deiner Macht der Liebe. Reinige dich, dein subtiles Sein möchte frei sein, möchte Licht sein, möchte Seelenfrequenz sein. Reinige dich als tägliche Praxis. Du magst beobachten, dass du hier und da nicht die Bereitschaft hast, diese Anstrengung einzusetzen, dieses Prozesses der Reinigung. Magst beobachten, dass du deinen Korb voller Energien mitnimmst, deine Tasse voller Energien hier und da ausschwappst, magst beobachten, dass du lieber diese Energien mit anderen teilst, als sie in ein neues Zuhause, in ihr göttliches Zuhause zu erlauben. Magst beobachten, dass du diese Energien zu Besuch sendest bei anderen, in der Hoffnung, sie würden nicht zu dir zurückkehren. All dies wirst du für dich herausfinden als etwas, das dich spielen lässt mit diesen Energien,
sie jedoch für dich nicht löst, nicht dazu führt, dass sie in einem neuen Energiewesen zu Hause sind, dich verlassen haben, dass all dies nur dazu führt, dass du erkennst, wie diese Energien hin und her gespielt werden können und geteiltes Leid doppeltes Leid ist. Bereinige dein Wesen und du fühlst dich selbst. Du brauchst hierzu keine Hilfe von außen, obgleich es angenehm und wohltuend sein kann, jemanden zur Hilfe zu haben, der dies mit dir zusammen vollzieht. Sei dir dabei jedoch stets darüber im Klaren, dass auch dieserjenige, der im Außen dir Unterstützung gibt, das Bewusstsein dafür braucht, dass er nicht seine Energie in dich hineinlegt, sondern deine Energie durch dich und allein durch dich erlaubt ist und erlaubt werden kann. Somit die Hilfe also nur darin besteht, dich in deiner Selbsterkenntnis, deiner Selbstseins, Seelenschwingungswahl, deinem Seelenschwingungserlauben zu bestärken. Oh, wie wir dich lieben, wie wir dich lieben, wie wir euch lieben. Denn wir sind, was durch euch fließt. Ihr könnt dies fühlen, da ihr fühlt, dass wir eins sind, es keine Trennung gibt zwischen dem Wir und dem Wir, das alles ist, dem Du, das dieses Wir ist, enthält und ausdrückt, wenn du es erlaubst, wenn du erlaubst, dich erlaubst, alles erlaubst, dass alles in seiner reinsten Form, die Göttlichkeit, die Liebe, das Licht, die Schönheit in Reinheit. Mancher von euch möchte wissen, wo Energien herkommen, welche Energien zu befürworten sind, welche Energien abzulehnen sind. Wir sagen, es gibt nur eine Energie, die für dich von großer Bedeutung ist, und das ist deine Energie. Deine Energie ist sowohl die Seelenfrequenz, die deinen Körper in die Existenz gerufen hat und deinen Körper im auf Erden sein belebt, als auch die Gottessenzfrequenz, das höchste Sein. Die Seelenfrequenz ist deine primäre Wahl des Empfindens und Lebens auf Erden, ist eine Brücke und Portal zugleich zwischen Diesseits und Jenseits, zwischen dreidimensionalem Wahrnehmen können und formlosem Sein. Du bist diese Brücke, dieses Portal, dieses nicht definierte und definierte Sein. Und dies ist die einzige Frequenz, die einzige Energie,
die es für dich gilt zu nähren. Du brauchst keine Energie in verdichteter Form von irgendjemand, irgendetwas anderem. Und doch liebst du es, mit diesen Energien zu spielen. Dieses Spiel sei dir nicht nur gewährt, es sei dir zur Freude. Erfreue dich der Energien, die durch dich fließen, wissend, dass du deine Frequenz wählst und alle Energien, die durch dich hindurchfließen, diese Frequenz sind. Je mehr du dies fühlst, desto weniger wird herausgekehrt beim Bereinigen deines Systems, denn nach und nach bleibst du in deiner Reinheit, bleibst du in deiner Göttlichkeit, bleibst du in deiner Frequenz, nimmst nicht die Vorschläge an, andere Energien zu beherbergen, wandelst Energien, die dir entgegenkommen, in die Ursprungsenergie, deine Energie, die Liebe, das Licht, das Sein. Und somit ist schlussendlich alles zu deinem höchsten Wohl, zu deinem besten Nutzen. Je besser, je höher du es zu nehmen weißt, je besser, je höher du es erkennst, je tiefer du erlaubst, das zu nehmen, was darin steckt, die Liebe, die Göttlichkeit, das Licht. Nimmst du all das, so ist es nicht mehr die Verdichtung, die du in dich aufnimmst. So brauchst du nicht mehr zu schauen, ist diese Energie gut oder nicht so gut für mich? Welche Form der Energie ist es? Nein, du fühlst, dass jede Energie, die in deine Richtung kommt, bevor sie dich im Innern berührt, bereits gewandelt wird. Gewandelt ist in ihre Essenz, das Licht, die Liebe, die Göttlichkeit. Auf diese Weise bedarf es keiner Unterscheidung mehr zwischen dieser und jenen Energie, obgleich du fühlen wirst, dass es Unterschiede gibt. Du kannst diese Unterschiede registrieren und wahrnehmen, musst jedoch nicht definieren, denn das Definieren wollen und definieren müssen bringt dich in diese dichteren Realitäten und identifiziert dich mit dem, was du definierst, was du begrenzt, was du versuchst zu greifen. In dem Moment, in dem du etwas begrenzt und versuchst zu greifen, hast du es dir in diese Dichte hineingegriffen und einverleibt. Versuche nicht, all die Energien zu begreifen. Fokussiere dich stattdessen auf das Erkennen der Essenz in all diesen Energien, das Erlauben der Essenz in all diesen Energien, das Lösen der Essenz, Befreien der Essenz aus und in all diesen Energien. Und übe dein dich reinigen auf subtiler Ebene, auf Lichtkörperebene, auf energetischer Ebene, auf physischer Ebene. Du wirst merken, dass alle Ebenen zusammenspielen. Und je subtiler du bist in deiner Reinigung, desto gründlicher die Ergebnisse auf allen Ebenen. Eine letzte Frage möchten wir an dieser Stelle adressieren. Die Frage danach, wie wichtig es ist, den Körper zu fühlen. Insbesondere dann, wenn du in Meditation oder hohem Bewusstseinszustand bist.
Mag es dir scheinen, als ob du deinen Körper nicht fühlst. Wir sagen, es gibt einen großen Unterschied zwischen dem Nicht-Wahrnehmen des Körpers und dem Nicht-Fühlen des Körpers. Du kannst deinen Körper missachten, indem du tust, als sei er nicht da, indem du dich aus ihm herausbeamst, ihn ablegst, wegsperrst, dein Bewusstsein deinem Körper entziehst. Dies ist das Nichtbeachten deines Körpers. Wenn du ihn nicht beachtest, so fühlst du ihn nicht. Du magst ihn wahrnehmen als etwas, das du hast, doch du fühlst ihn nicht. Demgegenüber steht das Fühlen des Körpers, auch wenn du ihn nicht immer wahrnimmst. Was wir hiermit meinen ist, dass du im hohen Bewusstseinszustand dich selbst fühlen kannst, dass du als Energiefeld bist, welches von einem Körper umgeben ist, auch wenn du den Körper nicht in seinen einzelnen Bestandteilen in dem Moment fühlst. Du nimmst ihn doch fühlend wahr. Dieses Fühlen deiner Form ist ein Anerkennen deines menschlichen Inkarniertseins, deines Vehikels auf Erden. Diese Anerkennung und Wertschätzung ist von großer Wichtigkeit. Erkennst du deinen Körper nicht an, schätzt ihn nicht wert, so versucht er mehr und mehr deine Aufmerksamkeit zu erhalten, denn er kann ohne den göttlichen Funken nicht existieren, sich nicht erhalten. Dein Körper braucht dein ihn fühlen, nicht in einer bestimmten Form, jedoch in dem Wissen um ihn, in dem Wertschätzen und Erlauben von ihm. Selbst in einem hohen Bewusstseinszustand kannst du deinen Körper fühlend wahrnehmen, ohne ihn auf eine Form begrenzen zu müssen. Dazu regen wir dich an. Dazu laden wir dich ein. Auf Fragen diesbezüglich gehen wir gern zu gegebenen Zeitpunkt ein. Oh, wie wir dich lieben, wie wir euch lieben, wie wir lieben, denn wir sind die Liebe, die alles ist. Und damit sind wir für jetzt und hier vollkommen.